Es ist mitten in der Nacht. Nicht nur Real Life, sondern tatsächlich auch hier am Nordmeer. Und ich teste hier schon seit einiger Zeit verschiedenste Stellen mal wieder vom Land. Ich bastel hier schon seit Stunden am neuen Streaming-Setup. Und das dauert tatsächlich auch noch ein bisschen. Nichtsdestotrotz geht es natürlich auch die Woche weiter mit den Streams. Ja, und nebenbei teste ich Spots. Also, ich teste gerade am Land vom Nordmeer. Also vom Nordmeer aus, das Nordmeer vom Land aus, wie auch immer. Also am Ufer stehend, rein ins Meer werfend. Verschiedene Spots. Und jetzt gerade eine Stelle, und das ist ja das Schöne, wir sehen ja jetzt hier unten auf der Minimap richtig oder recht detailliert, wie weit ungefähr die nächsten tiefen Stellen entfernt sind, die doch dann immer mal wieder ganz interessant sind, wo man eben auch ganz gut mal reinwerfen kann. Jetzt gerade eben hier eine Stelle im Fjord. Wir sehen da hinten die City. Und ich bin gar nicht so weit weg davon. Und ja, das Ticket war fast zu Ende. Und ich habe mir gedacht, komm, bevor es jetzt ganz ausläuft und ich noch irgendwie da 10 Minuten nichts fange, versuche ich es doch einfach mal hier jetzt vom Land aus. Na, gucke mal. Fast 10 Kilo Lump, auch nicht schlecht. Will man vom Boot aus nicht unbedingt haben, oder? Also wenn man da so ein 10 Kilo Lump hat, da denkt man sich auch, ach komm, lass mal. Und das ist halt so der Punkt, ne? Wenn man hier steht, vom Land aus, hoppala, dritte Route auch nochmal eben checken. Wenn man hier vom Land aus steht, hat man ja auch gar nicht so einen Zeitdruck. Und ein ganz wichtiger Punkt, in den ersten 30% des Nordmeerangelns fängt man relativ wenig Fisch. Das heißt also, in den ersten 30% ist die Frequenz noch ziemlich gering. Danach wächst das nochmal ein Stückchen an und dann später wächst das nochmal ein Stückchen an, bis man dann eben die vollen Prozente hat. Aber wie gesagt, anfangs ist man relativ schlecht unterwegs. Also die Anzahl und die Größe der Fische ist halt am Anfang vielleicht noch nicht ganz so sexy. Bedeutet also, wenn du in den ersten Prozenten, in den ersten Stunden schon ziemlich viel mit dem Boot unterwegs bist, zahlst du natürlich die ganze Zeit die teuren Bootstickets und kommst eigentlich genauso schlecht vorwärts wie vom Land aus. Vorteil allerdings am Land ist, du treibst nicht die ganze Zeit kreuz und quer durch die Gegend und denkst dir, na, wo bin ich denn hier gelandet? Sondern du stehst konstant an einer Stelle und kannst konstant immer eine gleiche Richtung anwerfen und immer testen, welche Spots sind da, welche Fische reagieren da an der Stelle, mit welchen Ködern kann ich an dieser einen Stelle erfolgreich die Brocken rausziehen. Das ist der Riesenvorteil vom Land aus angeln. Wenn der Fisch gleich draußen ist, gucken wir uns mal ein paar Stellen an, ein paar Spots an, die man ganz gut nutzen kann. Es gibt natürlich auch auf dieser Playlist hier schon jede Menge Videos dazu. Ich verlinke nochmal die Playlist, komplette Playlist zum Nordmeer. Auch da gibt es schon verschiedenste, na guck der nächste, verschiedenste Videos zum Landangeln. Jetzt gucke ich gerade mal rein. Ich habe gerade alles umgestellt auf schwarz. Ist das hier alles Quikr? Es ist tatsächlich zweimal der Quikr 04, der hier den Lump triggert. Dementsprechend nehme ich den jetzt mal runter. Ich habe, wie gerade schon gesagt, komplett auf schwarz umgestellt. Das heißt, oh wait, den nehmen wir mal real warm. Jawohl. Dann werfe ich hier direkt nochmal wieder aus. Nur halb aufgeladen. Der Rest, jetzt sind wir bei 45 Meter ungefähr raus, den Rest sinkt das Ganze jetzt runter bis ungefähr 90 Meter Schnur, die jetzt hier runter geht. Richtig, richtig cool. So, in der Zwischenzeit gucken wir mal eben nach, wo bin ich denn hier? Also, natürlich am Fjord. Ich habe als erstes getestet hier oben das 9-Meter-Loch. Richtig coole Stelle. Werde ich auf jeden Fall nochmal testen. Ich bin hier gegengefahren mit dem Boot. Hier steht mein Boot ungefähr. Wenn man das gezielt testen will, hier direkt, sieht man fast gar nicht, doch jetzt hier, genau daneben, also hier in der Area, ist man ganz nah an diesem 9-Meter-Loch und das ist richtig gut.
Denn von da aus kann man dann schön hier reinwerfen, immer so in diese Rinne. Hat ganz gut funktioniert. Es waren mehrere Dornhaie da. Relativ zu Anfang, wo das Gewässer draußen war, stand ich hier auch mit dem Boot, habe da hingeworfen und hatte da auch Steinbutt zum Beispiel. Also auch das gar nicht so schlecht. Hier gibt es bloß naja, man muss halt ein bisschen darauf achten. Man kann hier nur rumlaufen, wenn das Wasser sehr flach ist. Also so zwischen 16 und 18 Uhr ist das Wasser ziemlich flach gewesen. Da kam ich hier um die Ecke herum. Und auch hier war nochmal so eine kleine Ecke, wo es ein bisschen schwierig war. Aber ansonsten, wenn man halt ein bisschen Zeit mitbringt, ne, dann kann man da dann eben auch rumlaufen und hat dann eben, ich bin auch gerade wieder zurückgelaufen, bis hier vorne hin. Man kann, glaube ich, sogar bis hierhin laufen. Also man hat hier wirklich viele Möglichkeiten, diese Stelle abzulaufen. Die ganzen Spots im Hafenbereich ohne Boot sollte eigentlich jeder kennen. Also mit dem Grundangelspot, mit dem Affenfelsen und dann natürlich hier die Steinmauer hier. Also das sind, glaube ich, so die 3 wichtigsten Spots. Auf jeden Fall mal reingucken. Andere Möglichkeit, ab hier, ab dieser kleinen Ecke, einmal hier herum bis hier ungefähr. Dann ist hier eine Mauer, hier kommt man nicht weiter. Und dann hat man hier nochmal den Bereich vom Campingplatz, beziehungsweise natürlich die Inseln und hier einmal herum. Also auch hier könnte man sich hinstellen. Hier muss ich sagen, war es bisher, naja, mäßig erfolgreich. Könnte ich eigentlich nach langer Zeit auch mal wieder testen. Hier war immer wieder eine richtig nice Area, also auch das lohnt sich, beziehungsweise auch hier der Bereich, hier kann man bis ins 90 Meter Loch runter. Auch ziemlich sexy. Und jetzt hier die Stelle, hatte ich auch schon lange nicht mehr probiert, ist allerdings auch eine Stelle, wo man ziemlich schön, wir sehen es hier gerade, bis auf 90 Meter Tiefe runterlassen kann. Ich habe jetzt hier parallel nochmal 2 Grundrouten rausgeschmissen. Ja, Bewegung in Grundnähe. Die bleiben jetzt einfach mal so, wie sie sind. So. Und jetzt ziehe ich hier einfach ein bisschen hoch oder pilgt das Ganze hier so ein bisschen hoch. Oder vielleicht kommen wir auch ins Jiggen, zack. Und da haben wir schon Biss. Siehste, so ist das auch äußerst angenehm. Und so macht das auch wirklich Bock. Also man kann hier, das ist ähnlich wie beim Affenfelsen, bisschen auswerfen, schön runtersinken lassen, ganz auf entspannt. Während der gesamten Absinkphase bis auf 90 Meter Tiefe hat man hier eben die Chance, dass noch was reingeht. Und man ist viel in dieser Bewegung in Grundnähe, weil es halt so leicht schräg runtergeht. Also sensationell. Und dann jiggt man da halt ein bisschen rum und ab geht es. Also von der Position her haben wir es, glaube ich, gesehen. Jetzt bin ich gespannt, was hier noch alles reingeht. Wie gesagt, da gerade hinten in der Ecke im 9 Meter Loch, in diesem Bereich waren eher auch mal so die Dornhaie. Der größte mit knapp 5 Kilo fast. War schon ganz gut. Aber beim ganzen Rumgeteste und gerade in diesem flachen Bereich hatte ich da jetzt hauptsächlich die kleinen Drachen. Und die Seeskorpione, die will man natürlich jetzt nicht unbedingt haben, ne? Also die Seeskorpione, wobei das für den Anfänger eigentlich wurscht ist. Hauptsache Frequenz und ein Fisch nach dem anderen. Das ist eigentlich komplett egal. Was man hier natürlich dann bedenken muss, wenn man sich irgendwo hier hinstellt, am besten ausreichend Köder mitnehmen. Also eine ganze Serie und die gehen wir gleich am besten nochmal schnell durch, welche Köder sich auf jeden Fall lohnen, wenn man hier anfängt. Natürlich, wenn du ganz frisch hier bist, startest du natürlich erstmal nur mit Pilkern. Irgendwann kannst du dann die Jig-Montage auswählen. Und auch mit der Jig-Montage, oh, der nächste. Auch mit der Jig-Montage lohnt es sich. Was hat er gefressen? Real Worm. Ja, die scheinen hier drauf zu stehen. Ich bin gespannt, was hier demnächst geht. Ob hier auch noch andere Brocken reingehen. Also, von den Ködern natürlich die ganzen Schaumgummis testen. Ich glaube, die teste ich gleich hier an der Stelle nochmal. Schön kunterbunt, alle verschiedenen Farben, was da noch reingeht. Dann auch die Serie. Man sieht, ich habe von allen immer mehrere dabei, damit ich auch mal das komplette Set irgendwie damit bestücken könnte. Anfangs hat man natürlich immer nur einen, den man dran machen kann. Das heißt, dementsprechend länger dauert natürlich auch das Testen der verschiedenen Farben. Genauso auch die Maggots. Ich glaube, die hier, die Twister, könnte man auslassen. Wenn man Bock hat, nimmt man die natürlich auch mit. Aber die Maggots ballern immer wieder rein und genauso auch die Quicker. Also Quicker-Serie, ich würde sagen, vielleicht reichen da auch erstmal hier diese beiden. Tiny Fish auf jeden Fall noch hier, Tiny Fish Nummer 6. Ballert immer mal wieder ganz gut. Wie gesagt, diese beiden Quicker hier. Dann die Maggots auf jeden Fall.
Und die sind auch ziemlich günstig, kann man sich auch einfach mal durchbingen, die ganze Serie. Und ab dafür. Und sowieso, sobald man am Nordmeer ist, sollte man ein paar hundert Silber mal investieren, damit man schön weit im Schaumgummi herstellen ist, in der Kunstköderherstellung. Erstmal wieder auswerfen in der Zwischenzeit. So, denn Kunstköderherstellung kann man, also den Schaumgummi, das ist relativ schnell erreicht, und Schaumgummis stellt man immer direkt mit 9 von 10 oder 10 von 10 Qualität her, ohne einen Skillpunkt zu investieren. Also da braucht man keine Skillpunkte investieren. Man kann das ohne die Skillpunkte einfach ein bisschen skillen. Novgorod Kunstköder oder hier diesen Moskau Kunstköder ein bisschen durchballern und schon hat man die Möglichkeit eben hier den Schaumgummi herzustellen. So, 50 Meter Tiefe. Ich könnte mal hier so ein bisschen pilken. So, und dann lassen wir das genau, da haben wir hier schon das Pilken stehen und jetzt lasse ich das einfach wieder weiter absinken und dann gucken wir mal, was hier weiter reingeht. Und ich teste jetzt hier noch weiter vom Land aus. Ich habe das so lange nicht mehr gemacht und ohne Scheiß, das ist eigentlich mit das Geilste am Nordmeer, denn man kann einen Spot einfach gezielt immer wieder beangeln. Jetzt weiß ich zum Beispiel, der Lump ist gerade hier an der Stelle, steht auf längliche Köder, auf schwarze Köder, also Form eher länglich, schwarz von der Farbe. Na gut, dann werde ich das gleich einfach mal alles umstellen, denn ich will hier nicht unbedingt noch weiter den Lump haben, sondern einfach mal gucken, was hier noch alles ist. Als erstes hatte ich einen Kalmar, der ist auch auf dem schwarzen Köder gegangen. Kalmar vom Land aus wäre schon verrückt. Hat sich also doch wieder gelohnt, einfach mal wieder was zu probieren und zu testen. Und zack, da ist er, kurz nach der Aufnahme, fetter Drill. Und da ist das Teil endlich. Mein erster Steinbutt als Trophy. Ich werd ja weich, Alter. Jawollo. Reingenommen. Alter, das ist ja der Burner, Alter. Ich sage dir, schön langer Drill. Der hat sich auch echt Zeit gelassen. Trophy 114, ich bin glaube ich ganz gut im Rennen. 120 dieses Jahr sollten wohl drinne sein. Also, schmeckt doch, und gefressen hat er Real Worm 701. Tatsächlich den zum Schluss nochmal ausgewechselten Real Worm. Nice. Also, testen, 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 rumprobieren und vor allem ohne Zeitdruck im Nacken, ohne dass das Bootsticket abläuft und man die ganze Zeit gegen die Kosten vom Bootsticket anarbeiten muss. Petri Lümmels rausziehen, raus aufs Nordmeer, na klar, auch natürlich mal ein Bootsticket verwenden, ein bisschen rumpilgen und dann aber die letzten 10 Minuten einfach verwenden, um schnell noch hier an Land zu kommen. Bis zum nächsten Mal.